Während Frauen im Garten meist fröhlich ihren Rasen mähen, der meist eine Wiese ist, mähen Männer oft betrübt eine Wiese, die eigentlich ein Rasen werden sollte. Ich denke mir ja immer Hauptsache grün, und das ist Moos und Unkraut ja auch, und mähe fröhlich weiter meine Wiese. Bei mir geht es immer um den Garten und heute geht es um den Rasen. Ganz anders sieht es aber oft bei Männern aus. Der Rasen des Nachbarn ist dann nämlich immer grüner. Ein Rasen besteht zwar nur aus Gras, aber nicht aus irgendeinem Gras. Denn für den perfekten Rasen braucht man ganz spezielle Gräser in speziellen Mischungen. Schließlich soll der Rasen gleichmäßig sattgrün aussehen und den unterschiedlichsten Hobbys standhalten. Da gibt es abgepackt in Tüten Grassamenmischungen namens Sport- und Spielrasen, Schattenrasen, Roborasen, Golfrasen, Berliner Tiergartenrasen, Zauberrasen, Strapazierrasen, den Sonnenrasen und den Hybridrasen, der zum Beispiel in der Allianz Arena verlegt wird. Ja, verlegt. In ihn sind zur besseren Stabilität nämlich Kunstrasenfasern implantiert. Zu diesem speziellen Rasen habe ich unten auch mal ein kurzes Video verlinkt. Den Gebrauchsrasen gibt es auch noch und. Bei Tütensuppen ist die Auswahl wohl gleich groß. Aber mit der richtigen Rasensamenmischung ist es längst nicht getan. Auch der Untergrund für den perfekten Rasen muss gut vorbereitet sein. Sonst wird das nichts mit dem perfekten Rasen. Da wird erst umgegraben und gelockert, Steine und Unkräuter werden entfernt, es wird mit Sand, Kompost und Dünger gearbeitet, falls nötig entwässert und alles muss gleichmäßig eben planiert sein, bevor man mit der Aussaat des neuen Rasens überhaupt beginnen kann. Hat man nun alles richtig gemacht und die Rasensaat ist gleichmäßig aufgegangen und der neue Rasen ist dicht und grün, gilt es noch einen Gegner zu besiegen. Poa Annua, der absolute Endgegner jedes Rasens, der nicht Wiese sein darf, heißt Poa Annua, das Rispengras. Es sät sich extrem schnell aus und entzieht dem Boden Nährstoffe, die dem Rasen dann fehlen. Aber auch Quecke und natürlich das gemeine Moos, der Löwenzahn, Schafgarbe und Klee können keinesfalls geduldet werden. Sie zerstören die Optik und ein Rasen, der irgendwann blüht, geht auch überhaupt gar nicht. Was hilft? Ausrupfen. Und falls das nicht mehr hilft, Unkrautvernichter. Die grüne Pracht muss nun regelmäßig gemäht werden, und zwar richtig und nicht irgendwie. Der richtige Rasenmäher ist entscheidend. Damit der Rasen aber so grün bleibt, wird regelmäßig gelüftet, vertikutiert oder erifiziert. Man braucht also noch einen Lüfter oder Vertikutierer, Erifizierer und ganz bestimmt einen Rasenkantenschneider. Regelmäßiges Düngen und Kalken ist für einen Top-Rasen genauso wichtig wie das Sanden nach dem Arifizieren. Für den Sommer braucht man natürlich noch einen Rasensprenger. Den Rasen mit dem Gartenschlauch oder der Gießkanne zu bewässern, ist sonst ziemlich langwierig. Rund 10 bis 20 Liter braucht ein schöner Rasen nämlich pro Quadratmeter, je nachdem, ob der Boden eher sandig oder lehmig ist. Bis der Rasen so viel Wasser intus hat, dauert das ein bisschen. Damit der schöne Rasen bei längerer Hitze und Trockenheit nämlich nicht schlapp macht, muss so lange bewässert werden, bis das Wasser etwa 15 cm tief einsickern konnte, um auch die wichtigen Wurzeln zu erreichen. Wem das alles zu viel Aufwand und zu kompliziert ist, der legt sich ein Bewässerungssystem mit Bodenfeuchtesensor und Bewässerungsautomat zu und kann das Ganze noch mit einem Mähroboter ergänzen und nun entspannt von der Terrasse aus seinen Rasen beim Kaffeetrinken bewundern. So gesehen ein Hobby, das einen ganz schön auf Trab hält.
Und zugegeben, solch ein Rasen sieht schon klasse aus. Ich habe auch gar nichts gegen Rasen oder besser gesagt in meinem Fall eine einheitlich kurz gehaltene Wiesengrünfläche. Und ich mähe auch wirklich gerne. Vor einer solchen ebenmäßigen Wiesenfläche sieht auch selbst ein unordentliches Blumenbeet mit Unkraut darin sofort ordentlich aus. Der Rasen ist nämlich der Ruhepunkt für das Auge und bildet den Rahmen. Und besser als Pflaster und Schotter ist ein Rasen allemal. Das war's zum Thema Rasen. Etwas, das man im Garten ständig mit Füßen tritt. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Gabi Garten. Tschüss.